Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du 12 weitere wichtige Nomen-Verb-Verbindungen, die wir im Deutschen ständig gebrauchen und mit denen du deinen Stil verbessern kannst. Man nennt solche Verbindungen auch Funktionsverbgefüge. Das habe ich im ersten Teil bereits erklärt. Ein Beispiel ist eine Entscheidung treffen. Wenn es um eine Entscheidung geht, benutzt man also treffen und nicht etwa machen. Diese Formen sind besonders wichtig, weil man sie in der Alltagssprache, beim Sprechen und beim Schreiben genauso findet wie in der gehobeneren Sprache. Es gibt also kein Deutsch ohne sie. Da es sich um eine längere Liste handelt und du bestimmt neugierig bist, habe ich sie dir in mein kostenloses E-Book gepackt, das Einmaleins der Grammatik. Du findest den Link zum Download in der Beschreibung unter dem Video. Ach, und noch was. Bald starten mein B-Grammatik-Kurs und der brandneue C-Kurs, mit denen du dein Deutsch auf ein ganz neues Niveau bringen wirst. Wenn du Interesse hast, kannst du dich jetzt schon in die Early Bird Liste eintragen, damit du alle Informationen bekommst, wenn es losgeht. Der Link ist ebenfalls unter dem Video. Bist du bereit? Dann pass jetzt gut auf. Du bekommst nun viele Beispiele und zusätzlich andere Möglichkeiten, wie du sie ausdrücken kannst. Zur Folge haben heißt bewirken. Schlechte Ernährung und zu wenig Sport können verschiedene Krankheiten zur Folge haben. Wenn man sich schlecht ernährt und zu wenig Sport macht, kann man verschiedene Krankheiten bekommen. Einen Beitrag leisten heißt beitragen. Wer Verpackungen aus Plastik vermeidet und seinen Müll recycelt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Wenn man wenig Plastik benutzt und seinen Müll trennt, hilft man dabei, unsere Umwelt zu schützen. In Angriff nehmen heißt beginnen. Die Firma hat mehrere neue Aufträge, die in den kommenden 3 Monaten beendet sein müssen. Sie müssen sich daher beeilen und die Projekte in Angriff nehmen. Die Firma hat neue Projekte, die in 3 Monaten abgeschlossen sein müssen. Sie müssen so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen. Bezug nehmen auf heißt sich beziehen auf. Der Talkshow-Moderator diskutiert mit seinen Gästen über die Entwicklung von Corona. Er nimmt dabei Bezug auf die Aussagen von Politikern und Virologen. Der Moderator der Talkshow spricht mit seinen Gästen darüber, wie Corona sich entwickelt. Er bezieht sich auf Informationen von Politikern und Wissenschaftlern. Unter Druck setzen oder stehen heißt bedrängen oder bedrängt werden. Mein Chef setzt mich seit Monaten unter Druck. Er verlangt, dass ich am Wochenende arbeite und meinen Urlaub streiche, damit ich das Projekt rechtzeitig fertig bekomme. Mein Chef bedrängt mich damit, dass ich am Wochenende arbeite und keinen Urlaub mache, um das Projekt pünktlich fertig zu bekommen. Übrigens, unter Druck setzen ist eine aktive Handlung. In diesem Fall setzt der Chef den Mitarbeiter unter Druck. Das heißt gleichzeitig, dass der Mitarbeiter unter Druck steht. Das ist quasi passiv. Hier ein Beispiel dafür, dass jemand unter Druck steht. Michaela steht seit Monaten extrem unter Druck. Sie schreibt ihre Masterarbeit und muss nebenher arbeiten, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Michaela hat seit Monaten viel Stress. Sie macht ihren Masterabschluss und geht arbeiten, damit sie ihre Rechnungen bezahlen kann. Zur Auswahl stehen heißt ausgewählt werden können. Schatz, welches Auto möchtest du gerne zu deinem Geburtstag? Es stehen dir ein Mercedes, ein Audi oder ein BMW zur Auswahl. Hase, mit welchem Auto kann ich dich zu deinem Geburtstag glücklich machen? Du kannst zwischen einem Mercedes, einem Audi und einem BMW auswählen.
Sich zum Ziel setzen heißt anstreben. Der fleißige Deutschlerner hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten 18 Monate auf das C1-Niveau zu kommen. Der fleißige Deutschlerner strebt an, in den kommenden 1,5 Jahren das C1-Niveau zu schaffen. Auf Kritik oder Ablehnung stoßen heißt kritisiert oder abgelehnt werden. Der Vorschlag des Politikers zur Reduzierung von Smog in Großstädten stößt im Parlament auf Kritik. Es wird heftig darüber diskutiert. Der Politiker schlägt vor, wie man Smog in Großstädten reduzieren kann. Allerdings wird dieser Vorschlag von den Kollegen scharf kritisiert. Stärker als Kritik ist Ablehnung, denn das ist ein klares Nein. Der Direktor möchte sich eine private Bibliothek in der Schule einrichten, die nur er benutzen darf. Dies stößt bei seinen Kollegen auf Ablehnung. Der Direktor will eine eigene Bibliothek in der Schule aufbauen, aber seine Kollegen sind strikt gegen diese Idee. Vorbereitungen treffen heißt vorbereiten. Lena und Fabian heiraten im Sommer. Bis dahin müssen sie noch unendlich viele Vorbereitungen treffen. Gästeliste, Catering, Musik und noch vieles mehr. Lena und Fabian feiern im Sommer ihre Hochzeit. Bis es soweit ist, müssen sie noch extrem viele Dinge vorbereiten, darunter die Gästeliste und das Catering. Verständnis zeigen heißt verstehen. Achim hat sich krank schreiben lassen, weil sein Vater gestorben ist. Sein Chef zeigt dafür großes Verständnis. Achim hat eine Krankschreibung eingereicht, weil er seinen Vater verloren hat. Sein Chef versteht diese Angelegenheit. Alternativ kann man auch einfach Verständnis haben benutzen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man kein Verständnis für eine Sache zeigt. Der kleine Tim ist erst 12 und raucht schon Zigaretten. Seine Eltern haben dafür überhaupt kein Verständnis und geben ihm Hausarrest. Tim ist erst 12 und hat angefangen zu rauchen. Seine Eltern können das nicht verstehen und bestrafen ihn, indem er sich nicht mehr mit Freunden treffen darf. Ein Gespräch oder eine Diskussion führen heißt sprechen oder diskutieren. Die Anwälte und Richter führen bereits seit Wochen Gespräche und Diskussionen über den Fall. Voraussichtlich kann er Ende des Monats abgeschlossen werden. Die Anwälte und Richter diskutieren schon wochenlang über den Fall. Es ist geplant, dass sie bis Ende des Monats ein Urteil fällen. Einen Vorschlag machen heißt vorschlagen. Hast du Lust, am Wochenende einen Ausflug mit mir zu machen? Klar, das ist eine gute Idee. Wohin möchtest du gehen? Keine Ahnung, mach einen Vorschlag. Willst du am Wochenende mit mir irgendwo hinfahren? Ja, das klingt super. Wohin? Das weiß ich noch nicht. Schlag du einen Ort vor. Ja, das waren 12 weitere Nomen-Verb-Verbindungen. Es gibt natürlich noch mehr. Daher hol dir mein kostenloses Einmaleins der Grammatik, damit du eine Übersicht über die wichtigsten Begriffe hast. Der Link ist unter dem Video. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg beim Lernen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.